haben hier das da. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Normal. I shall leave you two to get reacquainted. Meine Katzen sagen mir auch immer, was ich tun soll. Gut, Gerda hat ihre Puppe zurück. 2, 3. Erster Frosch. Hannah Pollard stand vor dem Loch in der Wand, doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Gab es hier, genau. Meine ich doch. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Er ist Linkshänder. Abigail war blutüberströmt beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Untersuchungsraum, wo war der nochmal? Da, hier, oder? The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Er hängt mit dem rechten Bein. Peter erstickt unter seinem Kissen in der Durchgangszelle, musst du wissen. Durchgangszelle. Peter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer too. Er hat eine Narbe im Gesicht oder am Hals. So, und dann nur noch liegt tot in Trakt B, er nahm meine Pillen und sagte Ade. Dann ist Timothy der Mörder, oder? The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Profil des Mehrfachmörders. Er fühlt sich anderen Menschen überlegen und lebt seine Machtposition auf Kosten seiner Opfer aus. Diese bezeichnet er als Frösche und stellt sie sich offenbar als seine wissenschaftlichen Versuchsobjekte vor. Er plant seine Morde im Vorfeld und wählt jedes seiner Opfer nach bestimmten Gesichtspunkten aus. Den Tatorten nach zu urteilen, arbeitet der Mörder in der Heilanstalt oder hat dort gearbeitet. Wow! Wir haben einen schnittigen Anzug bekommen. Einen schnittigen. So, dann machen wir hier weiter. Kann ich leider nicht anschauen. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Zugeschweißt. Dann machen wir das mal auf, oder?
Die Geheimtür. Ja, das ist doch die Geheimtür jetzt. An irgendeiner Wand. Also das ist der große Raum. Oh. Scratches. Something has been moved through here. Ah. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höllenpforte? Mir fehlt noch was. Ich muss mit jemandem sprechen. Aber mit wem? Bleibt ja eigentlich nur sie. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Heidi. Gerda hat ihre Puppe zurück. Allerdings beharrt sie darauf, dass nur Heidi die Geheimnisse des Instituts kennt. Ich werde wohl keine Auskünfte erhalten, solange Gerdas Puppe nicht repariert ist. Für die Reparatur wird Folgendes benötigt. 2 Knöpfe, Faden, Klebstoff, Nägel. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, können wir rennen? Ja. Da haben wir langen Faden. Und da haben wir Knöpfe. Water. Aber es war doch noch nicht alles, oder? Ich habe einige Knöpfe gefunden. Ich habe einen Faden gefunden, der lang genug sein dürfte. Und Klebstoff und Nägel. Spaghetti und Nägel. Also ich bin ja gespannt. Da kann man doch... Hier gibt es doch bestimmt was. Nee? Nö. Nö. Da auch nicht. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo was. Gibt's da... Hier gibt's auch bestimmt irgendwas. Was soll denn das? Jetzt dachte ich, die können wir umwerfen. Okay. Nothing. Oh, der schnarcht einfach. Gibt's da nix? Doch. Bauklebstoff und Nägel. Etwas rostig. So, ich habe alles Nötige gefunden, damit Heidi repariert werden kann. Heidi. Ich habe... Achso, warte. Wo war sie? Mother? Oh. Will this help fix your friend? Give it to me. I'm worth it. Dum How dum is she dum. feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, Wow. I have a couple of questions. Yes, I... Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Glaub, es hackt. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask
Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Was geht jetzt ab? Einfach Horrorspiel geworden. Oh. Hinweis, über was soll Heidi etwas sagen? I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. You're so dull! Dull! Look, Gerda, the man is insane! The professor would treat him like she treated us! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Ich will das nicht noch 100-mal hören. I found Hell's Door. Hell's Door? Never heard before. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Ich will das nicht mehr. Junge, ich kack mich an. What the f... Okay, also einmal Ermittlungen im Institut und Gerdas Aufführung und dann... Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor... She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Mir ist ganz warm geworden. Okay, wir haben hier Heidi über die Höllenpforte. Das wird's jetzt sein. Watson um Hilfe bitten. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Entschuldigung. Ich muss gerade irgendwie lachen. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Blockierter Weg nach oben. Nee, der Speiseaufzug da. Warte, das da. Aha. Watson um Hilfe bitten. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Der Patient, der sich für... Ja, das habe ich gerade gelesen. Untrauisch Napoleon. Napoleon, wo bist du? Ach, 1, 2, 3, 4. Ich hab vergessen, wie das nochmal geht. Boah, du stinkst so nach Scheiße, Lara. Also... Ja, ich glaube, wir haben ja alles hier, oder? Ich denke, wir können gehen. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence.
The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, me voilà. Catch him! Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Boah, ey, Leute, es stinkt so nach Scheiße gerade hier drin. Ich habe keine Ahnung, was meine Katze gemacht hat. Sherlocks Notizen zum Spezialschlüssel. Sie müssen für mich einen Schlüssel beschaffen, Watson. Vermutlich handelt es sich dabei um einen runden Gegenstand mit einem Durchmesser von etwa 2 Zoll und einer eingravierten Edelweißblume. Eine Patientin namens Gerda hat mir gesagt, dass Professor Gygax diesen Spezialschlüssel stets in der Nähe aufbewahrt. Ich würde vorschlagen, Sie sehen sich im Büro um. Schön. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Sieht nicht gut aus hier. Ja. Ist ganz komisch hier. Aha. Doch nicht in die Richtung. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? Nee. Das war die Gerda. Gut. Hier drin habe ich ja... Nee. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Okay, raus hier. Wow. Was geht hier ab? Büro der Direktorin. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah,
I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Ich bin gleich wieder da. Ich muss herausfinden, was hier nach Scheiße stinkt. So, Professor Geiges Ausführungen. Professor Geiges ist die Leiterin des Instituts Schwarzes Edelweiß. Sie scheint von ehemaligen Leiter Professor Becker nicht viel zu halten und fühlt sich ihm geistig überlegen. Selbst als Leiterin des Instituts führt sie noch Patientenvisiten durch, jedoch nur bei denjenigen Patienten, die sie als wichtig erachtet. Einer dieser Patienten ist Mr. Wolf. Professor Geiges scheint nicht vorzuhaben, ihr Büro in Kürze zu verlassen. Wichtiger Patient, ein Patient namens Wolf, scheint für Professor Geiges von großem Interesse zu sein. Was haben wir da? Wie sie rausgelockt werden kann. Ja, ich glaube, das finden wir noch heraus. Okay. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. I want them to fly. Das werden sie aber nicht in diesem kleinen Käfig. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. I hear them scratching. Don't you hear it? Die sieht auch gut aus. Did you see my son? He's such a sweet boy. Ey, ich weiß nicht, vielleicht findest du ihn da in dem Blumenbeet. What are you doing? I don't want a guard block B tonight. Warum nicht? Hast du etwa Angst? Okay, was haben wir da? Patientenbesucherraum. Können wir da rein? Oh. Ah, von da kommen wir. Okay, Büro der Direktorin. Was ist das? Küche. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Mhm. Gut. Da müssen wir später hin in die Küche. Gedichte eines Patienten. O wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr, ich bin so nah und doch so fern, wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist, zu denken fällt mir schwer, Gedanken einfach weggespielt vom kalten, bösen Meer. Ich leb hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier, gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Er will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Oh. It's
struggling to remember something. Kenn ich. Okay. Gut, danke. Ah, hier geht's runter. This area is off limits. A patient has escaped. Schade, Marmelade. Ich bin verwirrt. Oh, hier geht's noch irgendwo hin. Oh, lol. Ah. Okay, was haben wir da? Verwaltung. Gut. Professor Geigels Patientenprotokoll, Oktober 1879. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe werden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier, ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Februar. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt, der Patient muss doch täglich untersucht werden. Oh Gott. Good Lord, that's a lot of records. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. I can't just leave Holmes here alone. Doch, wir können einfach gehen. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Ja, ich fühle mich wirklich super. Grandios. Kann man da noch irgendwas machen? Nö. Okay, dann gucken wir mal. Ich bin verwirrt. Bist du Dr. Wolf? You are Mr. Wolf, am I right? Doktor. Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we were. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Facialis Parise. Eine Gesichtshälfte ist... Ich glaube, bei mir ist auch irgendwas gelähmt. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. 2 tiefe Narben. Präzise chirurgische Schnitte. Dem wurde jegliche Fähigkeit, sich an irgendwas zu erinnern, rausoperiert. Starke Verätzungen mit der Zeit verwachsen. Lassen Sie mich bitte
von allen Seiten sie betrachten. Schön. Hautpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Also ich glaube, ich muss das nicht einmal durchlesen. Ich weiß einfach schon, dass er krank aufgrund von der Behandlung ist. Aber gut, okay. Krankbehandlung schlägt nicht an. Ja, ja. Ein Erwachsener mit 2 tiefe Narben auf einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff herrühren. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt und seine Haut weist an mehreren Stellen blaugraue Pigmentstörungen auf. Wahrscheinlich hat er diese Symptome schon länger und wird deswegen im Institut Schwarzes Edelweiß behandelt. Die Behandlung schlug bisher jedoch nicht an. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt, wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs an seinem Gehirn. Die blaugrauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten hin, die Silbernitrat enthalten. Ja. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Das ist echt traurig. Wichtiger Patient. Hilfe. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Okay, krass. Wichtiger Patient. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Und wie sollen wir das anstellen, BD? Du da. Schreib mal was. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Professor Gygax ist grausam. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Ich krieg lauter Belohnungen, aber ich kann sie gar nicht anschauen. Weil wir uns gerade nicht umziehen können. Dann gehen wir rüber zum Büro. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Ja, hoffentlich kriegt er nicht eine aufs Maul. Close, but I don't think this is the key.
This is too small to be what Holmes asked for. Professor Geigers Tagebuch. Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit der neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizubekommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. Er hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau. Brief einer Bank in New Orleans. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unserem Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug Schweizer Franken, wie von dem... Ich werde es nicht lesen. 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott Bankhaus, Vereinigte Staaten, bliblablub. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Super duper.